Wie findet ihr diese Entwicklung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Herzlich willkommen bei der heutigen Analyse. Also es geht hier um den kommenden Gegner von Fenerbahce im Achtelfinale der UEFA Conference League dieses Jahr. Also ich habe hier ein paar Daten zusammengestellt, um so einen gut besseren Einblick über den Gegner zu geben. Also im ersten Step gucken wir uns mal an, welche Gegner potenziell noch möglich gewesen wären für Fenerbahce im Achtelfinale, die halt über die Gruppe, weil sie Erster geworden sind, direkt ins Achtelfinale eingezogen sind. Hier in der Tabelle sehen wir die möglichen Gegner, die sonst noch möglich gewesen wären bei der Auslosung. Hier kommt natürlich Ajax Amsterdam, klingt natürlich am schwierigsten so auf den ersten Blick. Auch mit einem Kaderwert von 203.750.000 nach Transfermarkt.de wäre es wohl der schwierigste Gegner gewesen. Auch nach UEFA Club-Koeffizient ist er deutlich am höchsten. Zum Hintergrund, was ist der UEFA Club-Koeffizient? Also der wird für die letzten 5 Jahre berechnet und die Punkte, die die Mannschaften im Europapokal gesammelt haben, werden dann halb addiert und dann ergibt sich der Club-Koeffizient. Wir wissen, dass natürlich Ajax in den letzten Jahren zum Teil auch in der Champions League sehr gute Leistung gebracht hat, aber dieses Jahr schwächen sie ein bisschen. Aber dennoch wäre das natürlich ein sehr schwerer Gegner gewesen. Olympiakos hat sehr viel Erfahrung im Europapokal, darf man nie unterschätzen. Dinamo Zagreb, ja, schwierig einzuschätzen, sind wichtige Leute weggegangen, wie Livakovic zum Beispiel, aber auch keine schlechte Mannschaft. Molde FK hat Galatasaray sehr große Schwierigkeiten bereitet in der Qualifikation zur Champions League, in der Playoff-Runde. Und außerdem tun diese norwegischen Mannschaften oder generell nordeuropäische Mannschaften den türkischen Mannschaften nicht so gut, sage ich mal, weil die sehr organisiert sind. Könnte ein sehr schwerer... Also das war jetzt auch kein Gegner, den sich mit Sicherheit Fenerbahce gewünscht hat. Royal Union Saint-Gilloise ist es letztendlich geworden und den Gegner gucken wir uns jetzt heute auch genauer an. Daneben waren noch Maccabi Haifa im Lostopf. Das ist jetzt auch nicht so ein leichter Gegner, weil die israelischen Mannschaften zum Teil auch sehr gute Spieler haben. Zum Beispiel bei Sivasspor hat einer gespielt, Sabia oder auch bei Antalyaspor Yesekel, also sind schon einige gute Leute mit dabei, das darf man auf keinen Fall unterschätzen, aber dennoch wäre es meines Erachtens ein leichterer Gegner als Union Saint-Gilloise. Sturm Graz, das hat mit Sicherheit auch nicht so schlecht, aber wäre auch ein dankbarer Gegner gewesen in der Auswahl. Servette Genf wäre wohl das leichteste Los gewesen und da wäre Fenerbahce mit Sicherheit auch weitergekommen, ohne größere Probleme. Aber wir gucken uns jetzt, wir nehmen es wie es kommt und wir gucken uns jetzt Royal Union Saint-Gilloise ein bisschen genauer an. Also Kaderwert 66,55 Millionen Euro und UEFA Club Koeffizient ist 25. Also der Verein war vor einigen Jahren noch völlig unbekannt. In den letzten Jahren hat er sich ein bisschen einen Namen gemacht, im Europapokal durch Erfolge. Auch letztes Jahr gegen Union Berlin zum Beispiel. Nächsten Step gucken wir uns mal den Kader von Union Saint-Gilloise ein bisschen genauer an. Ich habe jetzt so die Starspieler dick markiert. Die Daten, also die Marktwerte habe ich von Transfermarkt.de übernommen. Hier haben wir zum Beispiel Koki Mashida mit 6 Millionen aus Japan, japanischer Innenverteidiger. Und den werden mehrere Leute wahrscheinlich kennen. Kevin McAllister, auch bei der WM mit Argentinien, kostet 5 Millionen insgesamt, aber die Innenverteidigung macht so auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Und sie haben auch hier viele Alternativen mit Christian Burgess, Leisen und Sykes. Also das sieht nicht so schlecht aus. Im defensiven Mittelfeld spielt Charles Van Wet, sagt mir jetzt nicht so viel, aus Belgien. Lazare Amani ist ein Talent aus der Elfenbeinküste, der jetzt so für 5 Millionen gehandelt wird. Also es ist halt ein typischer Kader einer belgischen Mannschaft, viele Talente aus Afrika und so weiter. Die haben auch aus Kongo zum Beispiel Sadiki.
Also der Topstar hier in der Mannschaft ist Mohamed Amoura, ein algerischer junger Stürmer, 23 Jahre alt noch, also großes europäisches Talent, der mit Sicherheit seinen Weg auch noch machen wird. Ansonsten Cameron Puertas, ein spanischer Spieler, der mir jetzt noch nicht so viel sagt, aber mit Sicherheit kein schlechter Mann ist, wenn er einen Marktwert von 7 Millionen Euro hat. Ansonsten haben wir hier noch Loic Lapoussin, Madagaskar, kommt aus Madagaskar. Ich habe jetzt auch noch nie einen Spieler aus Madagaskar gesehen. Das ist der erste, den ich jetzt so sehe, aber ich kenne den Spieler nicht, kann jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Dann ansonsten Alessio Castro Montes, ein belgischer Spieler, rechtes Mittelfeld. Mit Sicherheit auch nicht so schlecht. Ansonsten haben sie hier noch einen deutschen Spieler, Henok Teklap. Ein Stürmer aus Ecuador, Kevin Rodriguez, der wahrscheinlich dann Backup ist. Und Gustav Nilsson, auch ein Schwede. Und hier ein weiterer Deutscher, Agensa. 1,8 Millionen Euro wert. Also insgesamt macht der Kader einen guten Eindruck. Typisch belgische Mannschaft, viele Talente, die dann ihre ersten Schritte jetzt in Europa machen. Aus Afrika oder zum Teil auch aus Südamerika oder aus Nordeuropa, die, wenn sie gute Leistung bringen, mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch in anderen Ligen noch zu sehen sein werden. Ansonsten gucken wir uns jetzt mal hier die aktuelle Position in der Liga an. Also Union Joloise ist Erster mit 62 Punkten und plus 29 Toren. Das ist natürlich schon mal eine sehr gute Leistung, weil die belgische Liga in den letzten Jahren im Europapokal auch sehr gute Ergebnisse erzielt hat und die Mannschaften noch recht weit kommen und auch in der Breite die Mannschaften auch viel besser geworden sind. Also früher hatte man zum Beispiel nur Anderlecht und Brügge gehabt, heutzutage spielen noch Gent, Genk oder Saint-Gilloise gut und erzielen gute Ergebnisse im Europapokal. Ja, dann im letzten Step gucken wir uns nochmal die Spiele im Europapokal an, die die Mannschaft dieses Jahr gemacht hat. Also in dem Playoff zur Europa League Qualifikation haben sie Lugano ausgeschaltet, auswärts 1-0 gewonnen, zu Hause 2-0. Dann in der Gruppenphase der UEFA Europa League dieses Jahr waren sie mit Liverpool, Toulouse und Lask aus Österreich in einer Gruppe und wurden in der Gruppe Dritter. Sicherlich eine schwierige Gruppe auf den ersten Blick. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Union Saint-Gilloise, Toulouse 1-1. Dann haben sie in Liverpool 2-0 verloren. Zu Hause gegen Lask 2-1 gewonnen. Dann haben sie in Lask 3-0 verloren. Auswärts in Toulouse 0-0 gespielt. Und hier bemerkenswert gegen Liverpool 2-1 gewonnen zu Hause. Aber das war das letzte Spiel und Liverpool war schon qualifiziert und von daher werden sie da nicht alles reingehauen haben, aber trotzdem gegen Liverpool muss man erstmal gewinnen. Also sie hatten in der Zwischenrunde jetzt zur UEFA Conference League, also der Dritte der Europa League qualifiziert sich für die Zwischenrunde der UEFA Conference League und dort konnten sie eine Überraschung landen und den Europapokal-Gewinner Eintracht Frankfurt mit 2-2 zu Hause und 2-1 auswärts ausscheiden. Also insgesamt würde ich das vor dem Hintergrund hier mit der Tabellenführung in Belgien und hier noch die Ergebnisse gegen Liverpool und das Ausscheiden von Eintracht Frankfurt deutet schon darauf hin, dass das auf jeden Fall eine schwierige Mannschaft sein wird. Wenn man das jetzt in Relation zur Fenerbahce setzt, wie sie dieses Jahr aufgetreten sind, natürlich schwierig. Also vor allem, wenn man an die Begegnungen in Nordsjælland denkt oder auch in Ludogorets, wo die ohne Abwehr angetreten sind und so weiter. Aber also wenn der Trainer rotiert, denke ich, und mehr an die Liga denkt, dann werden sie das nicht schaffen gegen diese Mannschaft, aber sollten sie alles reinwerfen, denke ich, haben sie eine 50-50 Chance, also 50%, dass sie dann weiterkommen. Weil, wie gesagt, ist der belgische Tabellenführer und
Sie haben auch einige gute Leute im Kader mit McAllister und so weiter. Das ist natürlich eine Hausnummer, aber nichtsdestotrotz machbar. Ja, wir werden sehen, wie das Spiel dann ausgeht. Ich hoffe, euch hat die Analyse hier gefallen. Wenn ihr das nochmal alles nachlesen wollt, den Link zu dem Beitrag, der ist unten verlinkt. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wie findet ihr diese Entwicklung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt. Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.